Hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal ein Video darüber drehe, dass ich ein Gitarrenduell gegen eine künstliche Intelligenz spielen werde, ich hätte dich für verrückt erklärt. Aber gut, so ändern sich die Zeiten und ich glaube, mit diesem Video kann ich euch Musikern da draußen die Angst nehmen, dass wir irgendwann mal überflüssig werden. Ich werde euch hier neue Wege zeigen, die neuen Möglichkeiten durch KI sinnvoll und kreativ zu nutzen, denn wir werden wahrscheinlich das Rad nicht mehr zurückdrehen. Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute gibt es das ultimative Gitarrenduell, KI gegen echten Musiker. Wer spielt über den gleichen Song das bessere Gitarrensolo? Bleibt dran. Die Geschichte dahinter, wie alles begonnen hat. Letzten Dezember hat mich eine sehr große Wiesbadener Konzertagentur angerufen und sie sagt mir, dass die Stadt Wiesbaden eine neue Hymne bekommen soll. Und dieser Song sollte auch 10 Tage später bei der Silvestershow vor dem Wiesbadener Kurhaus live performt werden. Der Clou an der Geschichte war allerdings, dieser Song wurde durch eine KI generiert. Auch die Gitarren und das entsprechende Gitarrensolo, was enthalten war. Und sie wollten nun, dass ein Mensch das einspielt, um dem Song mehr Power und mehr Emotionen zu geben und fragten mich, ob ich darauf Lust habe. Ich habe natürlich erstmal direkt zugesagt, weil ich kenne die Agentur, absolut professionell und haben immer sehr, sehr schöne Aufträge. Und die Shows sind auch riesig mit Lasershow und allem drum und dran. Es gab also, wie gesagt, einen fertigen KI-Song mit KI-Gitarren und die galt es nun zu veredeln. Für mich war das insofern interessant, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt KI-Musik eigentlich immer verteufelt habe und immer gesagt habe, dass ich damit nichts zu tun haben möchte, denn ich bin echter Musiker, ich kann die Gitarre richtig spielen und ich brauche jetzt keine künstliche Intelligenz, die irgendwelche Songs schreibt oder mir irgendwelche Gitarren einspielt. Das war der Stand bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin im Nachhinein ganz froh, dass sich die Sache so ergeben hat, denn meine Einstellung hat sich durch diesen Prozess ziemlich verändert. Das werde ich euch im Laufe des Videos beschreiben, was da genau passiert ist. Teil 2, der kreative Prozess. Es gab also eine MP3-Datei, da war alles drin, die ganzen KI-generierten Instrumente, der Gesang. Und es klang natürlich etwas steril für mich als Gitarrist. Die Gitarren hatten nicht richtig Druck, sie haben keinen guten Sound gehabt. Es klang alles ein bisschen steif und steril. Und da habe ich sofort gewusst, ich kriege das auf jeden Fall besser hin mit mehr Ausdruck und mit mehr Punch und einem besseren Sound. Ich ging also zuerst mal an das Solo und um darüber zu jammen, hatte ich das erste Problem. Ich musste das Gitarrensolo der KI irgendwie aus der Spur bekommen. Da gibt es mittlerweile auch sehr schöne Tools. Ich nutze da Moises. Ich blende euch das hier mal ein. Das ist ein Tool, wo ihr aus einer fertigen MP3-Datei Instrumente oder auch Gesang extrahieren könnt. Bedeutet, ihr könnt diese Spur dort hochladen und sagen, extrahiere mir bitte Schlagzeug, Gesang, Gitarre, Gitarrensolo, was auch immer ihr wollt. Und dann wird das Ganze in Einzelspuren berechnet und so konnte ich aus dem bestehenden Song das Solo extrahieren, denn ich wollte ja nur diesen Solopart haben, ohne das Gitarrensolo, um erstmal frei darüber improvisieren zu können und Ideen zu entwickeln. Meine Vorgehensweise in so einer Situation ist immer, ich loope mir den entsprechenden Part im Song und jamme erstmal frei drüber, improvisiere ein bisschen und dann kristallisiert sich relativ schnell eine Idee heraus, die ich dann wieder aufnehme. Oder manchmal filme ich mich auch mit dem Handy, um die Idee festzuhalten, wenn ich jetzt gerade nicht Cubase am Start habe. Und so entwickle ich durch Improvisation quasi einen Solopart. Und das Lustige war, dass ich das erste Lick der KI sogar übernommen habe, weil ich es nach mehrmaligem Hören eigentlich ganz cool fand. Und so habe ich das erste Lick dann, wie es eigentlich vorgegeben war, eingebaut. Hört euch das mal an. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass KI nicht der Feind ist, sondern dass man dieses Tool auch als Inspirationsquelle nutzen kann, wenn man es richtig nutzt. Denn ich weiß nicht, ob ich auf dieses Lick gekommen wäre. Wahrscheinlich wäre auch irgendwas anderes Gutes bei rausgekommen. Aber es gab mir so einen schönen Impuls, den ich übernommen habe. Dann allerdings fand ich den weiteren Verlauf des KI-Solos etwas zu emotionslos und zu statisch. Und ich habe da eine ganz andere Idee entwickelt. Also da ging es ein bisschen mehr zur Sache, gitarristisch. Danach fiel die Nummer dynamisch in ein Loch und ging dann nochmal weiter mit einem zweiten Solopart. Ich habe es von der Dramaturgie anders gefühlt, als es die KI gemacht hat, denn ich habe bis zu diesem Dynamikloch ein ziemlich sich steigerndes Lick gespielt, recht wild und endet auf einem hohen Ton. Dann habe ich das Dynamikloch eher freigelassen
und bin danach nochmal mit einem anderen Thema eingestiegen. Die KI hat über dieses Loch drüber gespielt und danach mit einem zweiten Teil fortgesetzt. Aber genug der Worte, hört euch mal beide Variationen an. Wir beginnen mal mit der KI und danach zeige ich euch, was ich entwickelt habe und ihr könnt es mal vergleichen. Achtet mal auf die Unterschiede in Timing, Ton, Vibrato und Dynamik. Die KI spielt exakt und sauber, fast zu perfekt, fast steril. Und beim menschlichen Spiel passiert etwas ganz anderes. Mikrotiming, kleine Unsauberkeiten und Emotionen. Das ist genau das, was Musik menschlich macht. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer? Ich weiß es nicht, entscheidet ihr, was euch besser gefällt. Das Solo kam jedenfalls bei der Agentur gut an. Ich dachte eigentlich, sie zeigen mir den Vogel bei dem schnellen Tapping-Part und sagen mir, hey Junge, das war viel zu wild, spiel mal bitte nur halb so viele Töne höchstens. Aber sie haben es geliebt, sie haben sich 10-mal hintereinander angehört und abgefeiert, also es war total super. Und ich hatte grünes Licht für die Silvestershow, die ich euch auch gleich zeigen werde, wie das Ganze dann am 31.12. ausgesehen hat, live on stage. Und ich kann jetzt schon sagen, es war schon etwas surreal, eine Nummer live zu performen, die durch eine KI entstanden ist. Aber es war auf jeden Fall für mich auch mal eine neue Erfahrung und hat mir die Hemmschwelle auf jeden Fall reduziert oder abgebaut. Die ganze Nummer wurde also vom Schlagzeug nochmal neu programmiert. Ein Bassist hat drauf gespielt. Der wunderbare Nico Heid von meiner Band hat die Lead Vocals übernommen und hat einen super Job gemacht. Und wir dürften dann, wie gesagt, das Ganze am 31.12. performen. Schaut es euch mal an, wie das als Endprodukt rüberkam. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Versuchen wir mal ein Fazit zu erarbeiten aus der Erkenntnis. Für mich persönlich hat diese ganze Aktion, wie ich schon erwähnt habe, Folgendes gebracht. Ich habe etwas die Berührungsängste verloren. Ich habe gemerkt, dass man mit diesen Tools auch gut arbeiten kann, kreativ arbeiten kann. Aber es kommt bei diesem Thema völlig darauf an, in welcher Branche ihr unterwegs seid als Musiker. Ein sehr guter Freund und großartiger Pianist in meinem Bekanntenkreis hat jahrelang für das ZDF Filmmusiken gemacht. Diese Branche ist zum Beispiel völlig eingebrochen, denn es ist natürlich viel günstiger, in eine KI einzugeben, ich brauche 60 BPM, D-Moll, traurig, spuckt die was aus und ein Mensch sitzt da natürlich mehrere Wochen oder Monate und es kostet entsprechend viel Geld. In dem Bereich nicht ganz so vorteilhaft. Um das nochmal für euch etwas übersichtlicher zu machen, habe ich nochmal eine Pro- und Kontraliste gemacht, die wir jetzt mal durchsprechen. Danach könnt ihr vielleicht besser entscheiden, ob ihr diese Tools für euch nutzen könnt oder ob sie für euch eher eine Gefahr darstellen. Fangen wir an mit der Pro-Liste. Punkt 1. Mit Tools wie Suno zum Beispiel kann man sehr schnell musikalische Skizzen erstellen, um Ideen festzuhalten, bevor sie verloren gehen. Punkt 2. Ideen und Co-Komponist. Eine KI liefert Akkordfolgen, Melodien, Gesangslinien, auf die man selbst nicht gekommen wäre eventuell. Sie kann wie ein kreativer Partner funktionieren. Punkt 3, Produktionshilfe. KI kann zum Beispiel Gesangslinien erzeugen. Habe ich selbst schon benutzt in meinen YouTube-Clips.
dass ich ein Thema eingespielt habe, Schlagzeug programmiert habe, Bass eingespielt. Dann habe ich der KI gesagt, sing bitte darüber, dies ist ein Akustikgitarren-Workshop. Könnt ihr zum Beispiel mal meinem Akustikgitarren-Workshop sehen und hören. Klingt wirklich sehr gut und ich muss nicht meinen Sänger beauftragen und vielleicht 2 Wochen warten und ein paar Mal hin und her schicken. Da habt ihr mit der KI recht schnell einen guten Sänger am Start oder eine Sängerin, die euch mal ruckzuck für so einen Workshop zum Beispiel was drüber singen kann. Punkt 4, Barrierefreiheit. Auch Menschen, die kein Instrument spielen oder kein Musikstudium gemacht haben, können ihre eigenen Songs kreieren, indem sie eingeben, es soll eine Ballade sein im Rock-Pop-Bereich, es soll eine Frau singen und die KI spuckt irgendwas aus. Und dann haben auch Leute ohne Musikkenntnisse oder Musikinstrumentenkenntnisse die Möglichkeit, ihren eigenen kleinen Song zu machen für ihren Partner oder sowas als nette Überraschung. Punkt 5, Zeitersparnis. Gerade bei Auftragsarbeiten kann KI helfen, Demos oder Grundgerüste von einem Song schnell zu erstellen. So kann man mehr Zeit investieren in Feinschliff und weitere Ausarbeitung. Kommen wir zur Kontraspalte, Risiken und Schattenseiten. Punkt Nummer 1, ich habe es schon erwähnt, weniger Aufträge für Profis. Komponisten, Sounddesigner und Musiker verlieren Aufträge, weil Agenturen und Produzenten auf die günstigere KI-Lösung setzen. Punkt 2 in der Kontraspalte, kreative Gleichförmigkeit. Viele KI-Songs stammen aus den gleichen Datensätzen, klingen also ähnlich. Das Risiko dadurch, Musik verliert an Individualität. Punkt 3, fehlende Emotionalität und Tiefe. Eine KI kann nur Emotionen imitieren, aber sie erlebt ja nichts. Der Unterschied zwischen berechneter Musik und erlebter, gefühlter Musik bleibt also zum Glück hörbar. Punkt 4, Urheberrechtsfragen. Momentan noch ein sehr strittiges Feld. Wem gehört letztendlich die Musik, die KI komponiert? Dem User, der KI, dem Entwickler ist momentan ein rechtliches Minenfeld. Punkt 5, die Gefahr der Bequemlichkeit. Wenn alles mit einem Mausklick generiert werden kann, vielleicht verlieren dann auch Musiker die Geduld oder die Motivation, sich hinzusetzen und wirklich lange an einer Idee zu arbeiten. Ich habe mal gelesen, dass für das Album The Wall von Pink Floyd die Band 2 Jahre im Studio war. Das waren noch die Zeiten, wo die Plattenfirma gesagt hat, hier, wir zahlen eure Miete, euer Essen, ihr nehmt euch alle Zeit der Welt, ihr könnt ein Album produzieren im besten Studio, ihr könnt das 2 Jahre nutzen. Und was ist dadurch entstanden? Ein absoluter Meilenstein, den man wahrscheinlich noch in 500 Jahren hören wird. Hier also mein Fazit. KI ist ein Werkzeug und kein Ersatz für Kreativität. In den richtigen Händen kann sie inspirieren und helfen, Neues zu ermöglichen. Aber sie darf uns nicht das Denken und Fühlen abnehmen, denn sonst verlieren wir das, was Musik ausmacht, nämlich die Menschlichkeit. Gut, ihr Lieben, das war mein Wort zum Sonntag. Meine 10 Cent zum Thema KI-Musik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und es hat vielleicht ein paar Türen bei euch geöffnet. Wenn dem so ist, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, würde mich sehr freuen. Ich mache mich an den nächsten Workshop für euch. Habt Spaß beim Gitarre spielen, komponiert neue Songs, überlasst es nicht den Maschinen. Alles Gute und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.